Das hier ist Rennstunde 7. Starkregen, Sicht gegen Null. Niklas und ich kämpfen noch durch das Feld und wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, ob das Rennen überhaupt gewertet wird. Und damit begrüße ich euch zur TB Kart R1 Championship 2026, unserem Saisonstart. Wie schon im letzten Jahr starten wir gemeinsam mit PF Racing bei diesem Format 6 Wochenenden, 6 der besten Kartbahnen Italiens und das auf absolut höchstem Niveau. Das Besondere an diesem Format ist, samstags sind Langstreckenrennen, 10 Stunden, meistens mit 2 Fahrern und hier müssen Reifendruck und die Spritstrategie absolut selber bestimmt werden. Sonntags dann das Sprint-Event, heißt kürzere Sessions, andere Bedingungen und das Jahr fahre ich komplett alleine. Gefahren wird da ebenfalls auf Leihkarts, allerdings mit Rotax-Motoren. Ihr habt da richtig gehört, das ist wirklich eine wilde Mischung, aber mehr dazu später im Video. Wir starten mit dem freien Training und die Herausforderung dieses Jahr ist von Anfang an klar. In 2026 gibt es einen neuen Reifenhersteller und das bedeutet, wir haben keinerlei Vergleichswerte, was den Luftdruck angeht und fangen quasi bei Null an. Die Reifen haben auf jeden Fall viel mehr Grip. Nee, ich fahre eine gute Runde, bin genau gleich schnell. Oder eher langsamer. Und im Ausgang geht mein Plus nach oben. Per Funk bin ich mit Niklas verbunden und der gibt mir eben durch, dass wir zu dem Zeitpunkt circa 1 Sekunde langsamer sind als die Spitze. Also entscheiden wir uns dazu, das Kart wegzutauschen. Das ist alles erlaubt und dürfen wir auch machen. Allerdings nimmt uns das wertvolle Zeit, um eben den passenden Reifendruck zu finden. So, das Kart muss jetzt passen, denn uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Niklas ist noch keinen Meter gefahren. Auch wenn er die Strecke kennt, muss er natürlich ein paar Runden vorm Rennen fahren, denn er sollte aus Quali fahren, um ja den Rhythmus zu finden, um zu schauen, wie die Strecke an einem bestimmten Tag ist. Zum Glück haben wir den Laptimer dabei, der gibt uns ein bisschen die Möglichkeit, direkt zu sehen, ob das Kart besser oder schlechter ist. Der Plan war jetzt, sollte das Kart passen, fahre ich sofort rein, wir ändern den Luftdruck und dann fährt Niklas eben den Rest und eben auch das Qualifying. Ja, also Motor fühlt sich ganz gut an. Aber auch jetzt kein... Also ich würde sagen auf ähnlichem Level wie das erste Kart vom Motor her. Und das war auch das Maximum, was wir zu diesem Zeitpunkt kriegen konnten. Denn tauschen wir jetzt nochmal, ist das Risiko unheimlich groß, dass wir ein noch schlechteres Kart bekommen. Also haben wir uns dazu entschieden, wir tauschen jetzt den Fahrer, machen den passenden Luftdruck und Niklas bereitet sich aufs Qualifying vor. Ja. Warte, halt mal das Kart. Okay. Akku leer hier, Niklas. Ich schließe direkt an den Ladegerät an das Ding hier, ne? Auf Platz 17. Da steht er, der kleine Niklas, da. Mit dem Regen-Overall. Und das ist genau unser Thema heute. Wir haben unheimlich viel Regen vorausgesagt. Und Niklas hat jetzt schon den Regen-Overall an. Ist gar nicht happy mit der Situation, aber wir gucken mal, dass wir das Beste raus machen. Wir sind 2 Mann, 10 Stunden Rennen und wir schauen auf jeden Fall, ob wir vorne aufs Podium fahren können. Jetzt geht es erstmal darum, sauber durch die ersten Kurven zu kommen, ohne Feindberührung, ohne abzufliegen, sodass wir hier vielleicht schnell mal ein paar Plätze gut machen können. Niklas ist so am Ballern und so am Kämpfen. Das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Jetzt fahren die sich ja noch in die Karre rein. Unglaublich fahren die sich in die Kiste. Das kann sich keiner vorstellen.
Das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt, aber das gehört dazu. Wenn du im Mittelfeld startest, dann kann wirklich alles passieren und du musst einfach mit einer gewissen Aggressivität herangehen, denn sonst ja, wirst du einfach aufgefressen, so doof sie es anhört. Nach 2, 3 Runden schon, ja, fing es dann wie vorausgesagt auch an zu regnen. Das heißt, die Herausforderung für Niklas war hier, schnellstmöglich die neue Ideallinie zu finden. Vor allem, wenn es gerade so eben anfängt zu nieseln, ist das sehr, sehr schwer, denn es ist wirklich richtig schmierig, wie auf Seife kann man es vergleichen mit den Slicks. Und ja, da kann natürlich auch mal der ein oder andere Fehler passieren. Das ist normal bei den Bedingungen. Aber Niklas hat es top gemacht. Und dann passiert hier natürlich der Klassiker im Nassen. Du läufst auf eine Gruppe auf, die sind sich nicht ganz einig. Du versuchst die Innenbahn zu nehmen, aber daher zu fahren ist nahezu unmöglich, weil da das ganze Gummi liegt. Und ja, du fliegst dann raus, hakst dich noch unglücklich ein und ja, stehst dann da im Dreck. Das passiert, das gehört im Nassen dazu und jetzt heißt es weiter kämpfen. Also ich melde mich jetzt hier aus dem Helm, ich bin ready. Wie man sieht, es kann losgehen. Niklas macht aber einen überragend guten Job. Er ist nur 2-mal abgeflogen leider. Wir haben jetzt ungefähr 56 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Die kommen jetzt da angefahren und Niklas ist da. Also wir haben eine Dreiviertelrunde Rückstand, aber Niklas ist schnell. Wir sind jetzt gerade 1,5 Sekunden schneller als die Führenden. Das heißt, alles ist drin und jetzt wird richtig gebombt. Jetzt geht's ab hier. Da sieht man ja, Niklas, der Helm hat da über die Curbs, aber ist richtig schnell. Ich warte jetzt, bis es noch ein bisschen nasser wird, sofern es das soll, und dann steige ich ein. Minuten 15. Mach bitte den Dings. Jo, ciao. Ja. Ich kann jetzt endlich auch mit ins Renngeschehen eingreifen und ich nehme euch mal mit auf meine allererste Runde in Nassen, denn gerade in dieser ersten Runde gilt es zu schauen, wo kann man langfahren, wo ist der Grip und welche Stellen sollte man lieber meiden. Ihr seht hier schon, dass ich die Kurven alle außenrum fahre, denn ich versuche mit den Slickreifen hier von dem Gummi, der auf der Ideallinie liegt, wegzubleiben. Ja, des Weiteren schaue ich, wo sind vermeidbar mehr Pfützen, wo es Aquaplaning geben könnte und welche Curbs kann ich fahren und welche nicht. Denn manche Curbs sind eben so, dass wenn ich mich dort einhake mit den Vorderreifen zum Beispiel, ich wirklich aggressiv drüber fahre, so wie in der Schikane jetzt, dass das Kart sich dann auch in diese Richtung zieht, wo ich hin will. Also ich hake mich wirklich in diese Curbs ein, ihr könnt das ganz gut sehen. Und ja, hier nehme ich wirklich alle Kurven außen rum und wie ihr es auch sehen könnt, ja, es hat wirklich richtig stark angefangen zu regnen. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir gewünscht, dass das, was ich durch die Kamera hier sehe, auch durch meinen Helm sehen konnte. Also die Sicht war wirklich unheimlich schlecht. Das heißt, ich taste mich jetzt erstmal ran an das Ganze, ohne das Kart wegzuschmeißen. Ich habe jetzt hier schon gesehen, dass die Karts, die vor mir sind, wesentlich langsamer sind. Und an dieser Stelle habe ich mich jetzt etwas übernommen. Ihr seht, ich habe versucht, mich hier einzuhaken, habe den Curb verpasst und fliege jetzt hier, habe unheimlich viel Wheelspin hinten. Und ja, das Ganze war jetzt natürlich keine optimale erste Runde, aber schon ein Learning, dass ich hier dann nicht weiter innen fahren sollte. Hier sieht man es nochmal ganz schön. Ich steche innen rein und ja, verliere dann komplett den Grip und schieße ganz nach außen. Ja, ich kann richtig schnell fahren, aber ich sehe gar nichts. Ich fahre jetzt schon 1,31,7. Pass mal auf, wie das jetzt hier gleich rappelt, Niklas. Ja, lass dich mal kurz fahren. Was fahren die schnellsten gerade? Ja, wie man ganz gut hören kann, war ich zu diesem Zeitpunkt schon voller Selbstvertrauen, denn die ersten 2, 3 Runden waren von der Rundenzeit her schon sehr vielversprechend, denn ich bin 1,31,7 gefahren und Niklas hat mir per Funk durchgegeben, dass so die schnellsten 1,30,0, 1,29,9 fahren und ich wusste, da komme ich auf jeden Fall auch noch hin. Mein Stint jetzt hier geht ungefähr 1,75 Stunde und ich konnte mich so bis auf Platz 2 oder 3 weiter nach vorne fahren. Und jetzt gleich springen wir zum späteren Zeitpunkt des Rennens wieder rein, um zu schauen, wie dann der Stand der Dinge ist.
Verkehr fahre ich jetzt 29,3. Ja, und ich habe noch Luft. Weiß ich nicht. Ich finde Überholen halt irre schwer. Und ich sehe halt wirklich gar nichts, ja. Fucking wet. Ja, und mit der passenden Aussage zur aktuellen Situation starte ich in den zweiten Heat. Wir haben jetzt mittlerweile 6 Stunden rum und ja, es war geplant, dass der Heat, dass ich den Tank komplett leer fahren soll, also 9 Liter im Regen heißt 2,5 Stunden, 2-3 Stunde. Wenn du einmal in der nassen Karre gesessen hast, dann ja, bist du einfach sitzen geblieben und warst froh, dass du nicht wieder aussteigen musstest und umgekehrt auch. Und ich kann euch sagen, dieser Heat hat es auf jeden Fall in sich. Ich werde wieder einen kleinen Zusammenschnitt machen und dann geht es direkt raus für mich. Der Zeitmonitor ist ausgegangen, ich bin jetzt rausgefahren. Die Bedingungen selber haben sich in der Zwischenzeit nicht großartig verändert, verglichen zu meiner letzten Session. Also es hat nach wie vor ununterbrochen geregnet, es war ganz viel Aquaplaning, also es ist richtig unangenehm und eben die Sicht war eine Vollkatastrophe. Mittlerweile war halt auch relativ viel Dreck auf der Strecke, was hat es nicht viel einfacher gemacht. Zum aktuellen Stand, wir befinden uns weiterhin auf Platz 2 mit ungefähr einer Dreiviertelrunde Rückstand. Und das liegt daran, dass das Pacecar einmal rauskommen musste, während Niklas gefahren ist und hat nicht den Führenden eingesammelt, so wie ihr es aus der Formel 1 kennt, sondern einfach random irgendeinen Kart auf der Strecke. Und ja, somit war das Pacecar recht kurz vor uns und der Führende konnte die Lücke schließen, also hat fast eine ganze Runde geschenkt bekommen. Also haben wir wieder bei 0 angefangen und ja, das war nicht ganz so optimal. Wir waren da auch nicht happy mit der Situation, aber ja, was will man in dem Moment dann machen? Ui. Niklas! Alan! Hey, Niklas! Mach dich fertig! Schnell! Was? Ich denke, dass das Pacecar jetzt kommt! Schnell! Wie weit bist du? Schaffen wir das? Die hat einfach die ganze Bande auseinandergenommen. Da wird niemand pro Pacecar kommen. Wie weit bist du denn? Was? Das ist doppelt gelb. Ich bin jetzt über Startziel. Ja, Pacecar ist da, kommt direkt vor mir raus. Ich bin auf Platz 2 und dann Pacecar. Ja. Ich hätte einfach kommen müssen, ich wusste das. Und damit habt ihr genau die Situation gesehen, die ich gerade versucht habe zu erklären. Das Pacecar fährt wieder vor mir raus. Wir hatten genau eine Runde Zeit zum Reagieren. Aber wie sollen wir das machen? Niklas stand in der Box, es ist alles nass. Unser Zelt, wo wir sind, ist relativ weit weg von der Box. Wir hatten genau eine Runde Zeit, bis das Pacecar gekommen ist. Ja, das war wirklich Pech und jetzt haben die Führenden wieder die ganze Runde aufgeholt, weil das Pacecar direkt vor uns rauskam. Und es waren zu dem Zeitpunkt noch 2,5 Stunden zu gehen und wir wussten so, alles klar, der Sieg ist hier nicht mehr drin. Das war bitter, ihr hört, wie ich mich aufgeregt habe. Also mehr Pech konnte man wirklich nicht haben. Jetzt im Anschluss sehe ich das mit ein bisschen Humor. Aber in dem Moment war das wirklich bitter. So, ja, ich wollte gerade anfangen mit Filmen, da hat der Dennis geschrien. Am Funk, da musste ich kurz unterbrechen. Und zwar hat er gesehen, dass die Reifen auf der Strecke irgendwie komplett verschoben waren und hat darauf spekuliert, dass Safety Car reinkommt. Da habe ich gleich gesagt, komm rein. Aber er hätte wahrscheinlich direkt ohne zu fragen reinkommen müssen, weil in dem Moment, wo er reinkommen wollte, jetzt nach einer Runde quasi, war das Safety Car schon draußen. Dadurch sind wir das zweite Kart hin und Safety Car. Richtig beschissen. Dennis war eigentlich echt stark unterwegs in dem Turn bis jetzt. Ich war auch ziemlich stark unterwegs, also wir waren beide die schnellsten im Feld. Deprimierend, dass sie jetzt
durch die 2 Safety-Car-Phasen so viel gewinnen konnten. Eine halbe Stunde nach dieser rennentscheidenden Situation haben wir dann nochmal einen Fahrerwechsel durchgeführt. Niklas ist nochmal für die letzten 1,5, vielleicht sogar 2 Stunden eingestiegen. So war der Plan, denn es wurde dann rapide dunkel, die Sicht wurde noch schlechter als sowieso schon und es gab viele technische Probleme auf einmal. Viele Karts sind rechts und links liegen geblieben, weil die Vergaser einfach mit Wasser vollgelaufen sind, als auch die Luftfilter. Und ja, es war irgendwann wirklich ein Sicherheitsrisiko, sodass die Rennleitung dann entschieden hat, das Rennen nach ungefähr 9,5 Stunden abzubrechen. Wir werden hier noch auf Platz 5 gelistet. Das liegt daran, dass wir halt viel mehr Boxenzeit hatten als die Teams vor uns. Du musstest in diesen 10 Stunden 40 Minuten gesamt in der Box verbringen. Das konnte man sich frei einteilen. Und nach circa 2-3 Stunden ist dann aber auch bestätigt worden, dass wir das Rennen dann auf Platz 2 gesamt beendet haben. Niklas und ich waren am Ende dann doch ziemlich happy, dass das Rennen vorzeitig abgebrochen wurde, denn diese 10 Stunden oder wie viel es auch immer waren, sie fühlten sich an wie 3 Tage. Ja, waren sehr, sehr anstrengend, es war nur kalt und am Ende haben wir gesagt, so, ey, hoffentlich ist das hier bald zu Ende. Und für mich ging es dann ja auch direkt Sonntagmorgen weiter mit den Sprintrennen. Denn parallel an diesem Wochenende fand noch die sogenannte Air Max Championship Runde 1 statt. Auch in Ottobiano, gleiche Strecke. Es ist immer ein Doppel-Event. Also am Samstag Endurance, am Sonntag Sprintrennen. Man muss nicht beides fahren, aber natürlich bietet sich das an. Wenn man einmal da ist, kann man auch beides fahren. So bin ich halt morgens, früh los, direkt an die Strecke und rein in das Sprint-Event. Ich werde euch hier jetzt mal oberflächlich ein bisschen mitnehmen, ein paar Eindrücke zeigen, ein bisschen Racing-Action. Und wenn ihr Bock habt, mal so ein Event in einem ganzen Video zu sehen, dann schreibt mir mal in die Kommentare oder halt auch generelle Verbesserungstipps. Denn ich denke, ihr habt gesehen, in den letzten Videos habe ich ein bisschen was verändert. Aber wenn ihr noch weitere Anregungen habt, was ihr sehen wollt, was ich erklären kann, was ich zeigen kann, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein paar Kommentare von euch freuen. Das Event selber ist relativ klassisch gehalten, also man hat ein freies Training, ein 5-minütiges Qualifying, ein Heat 1 und 2, wo man dann für jeden Sieg oder für die Position Punkte bekommt und die besten 20 nach Punkten qualifizieren sich anschließend ins Finale. Es gibt noch so einen sogenannten Rapid Charge, das heißt die Plätze 21 bis 46 fahren nochmal in einem Präfinale gegeneinander und daraus die besten 8 qualifizieren sich ebenfalls fürs Finale. Die Startaufstellung im Finale ist dann nach Punkten. Und der die meisten Punkte nach den beiden Heats hat, startet von Pole und am Ende gewinnt der die Veranstaltung, der auch das Finalrennen gewinnt. Da sind dann die Punkte egal. Mein Qualifying lief dann ganz okay, würde ich sagen. Ich hatte mir natürlich etwas mehr erhofft als Platz 4, aber wie ihr seht, es hat wieder angefangen zu regnen und ich hatte etwas Mühe, den richtigen Rhythmus mit diesen anderen Karts zu finden, denn der Fahrstil war komplett anders als am Samstag noch. Und jetzt hatte ich hier die Schwierigkeit zu überholen, denn alle waren ungefähr gleich schnell und ich kann natürlich nicht auf die Innenbahn reinstechen, denn dort liegt das Gummi und da ist es wie auf Eis, hatte ich ja gerade schon erklärt und ich habe mich unheimlich schwer getan, hier dran vorbeizukommen. Das Rennen ging ja auch dann nur 7 oder 8 Runden. Das sind ja wirklich Sprintrennen nur, dementsprechend ist die Distanz auch deutlich kürzer. Aber ja, ich hatte viel Druck aufgebaut, ich war die ganze Zeit hinten dran und habe hier tatsächlich das Glück, dass sich mein Vordermann in der vorletzten Kurve verbremst, geradeaus schießt, durch die Matsche fährt und ich staub den 3. Platz noch ab. Das war ganz okay, doch noch ein Podestplatz in Heat 1. Ich war ziemlich happy, wie man hier hört. Und so konnte es dann doch in den Sonntag starten. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass ich das Finale nicht fahren werde, denn die Veranstaltung hatte ziemlich große Verzögerung aufgrund von Reinigungsarbeiten am Sonntagmorgen. Und dann bin ich einfach in den Heat 2 gestartet und wollte hier nochmal mein bestmögliches Ergebnis holen.
Ja, das war eine überragend coole Anfangsphase in dem Rennen. Das hat auch richtig Bock gemacht. Klar, es war am Limit alles. Auch gefährlich irgendwo abzufliegen, weil es immer noch nass war. Aber ich hatte richtig Bock, diesen zweiten Heat jetzt zu gewinnen und musste dann auch irgendwie mich da durchsetzen. Und jetzt schauen wir mal in den nächsten paar Runden, ob ich da irgendwie noch an dem Leonardo vorbeikomme. Der übrigens, ich glaube, 16 ist und dieses Jahr das erste Mal bei den Senioren hier fährt und ja auch einen überragend guten Job macht, weil sonst ja, wird der Junge nicht auf 1 stehen, ne? Ja, ich habe alles gegeben, um irgendwie vorbeizukommen am Leonardo, aber der hat es wirklich gut gemacht, hat immer schön verteidigt. Ich konnte nur über die Innenbahn vorbei und da ist es so glatt, dass du den Grip einfach verlierst. Dementsprechend ja hochverdient, dass er das Rennen hier gewinnt. Ich werde Zweiter im zweiten Heat und ja, bin dann doch ganz zufrieden mit meiner Performance am Sonntag. Und damit verabschiede ich mich auch aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte viel Spaß an diesem Wochenende, auch in diesem Video. Und die Saison geht ja quasi gerade erst los, also freut euch auf viele weitere Videos aus der Saison 2026.